Hallo und herzlich willkommen in der Blums Kreativwerkstatt. Mein Name ist Klaus Wagner und ich möchte euch jetzt gerne einen sehr natürlichen Adventskranz zeigen. Ja, der basiert auf einem fertigen Kranz, sowas kann man im Handel kaufen. Das heißt hier Mauskraut ist eine Euphorbia spinosa und solche Kränze gibt es im Blumengeschäft, im Gartencenter oder im Webshop, auch bei Blums im Webshop, und es ist eine ideale Steckbasis für die ganzen Trockensachen, die wir in so einem Kranz verarbeiten. Ja, und noch eine Besonderheit auch zu den Kerzen. Da haben wir uns was sehr Schönes ausgedacht. Solche Tontöpfe nimmt man, das zeige ich gleich, wie man das festmacht. Und dort hinein kommen die Kerzen. Und das ist schon mal eine schöne Idee, weil man die Kerzen immer wieder leicht austauschen kann und sehr brandsicher sind. Ja, und zu den Kerzen, das ist die sogenannte Pure-Kollektion. Die sind nachhaltig, natürlich, denn sie sind gemacht aus Olivenöl, Rapsöl und anderen Naturölen. Ja, und dann gibt es noch Ideen, wie man diese Fertigkränze auch mit einer Kerze gestalten kann. Auch wieder ein Tontopf, da ist Sand eingefüllt worden, Kerze draufgestellt und das Ganze nur mal an einem Punkt, einen Schwerpunkt gestaltet. Ja, und nochmal eine Idee zur Unterkonstruktion. Das ist eine schwere Betonplatte, sieht ganz schön aus. Ja, wie so ein Teller, hier haben wir einen Teller und da halt diese Betonplatte, auch sowas ist mal eine sehr schöne kreative Idee. Ja, und solche Fertigkränze kann man auch als Tür- oder Wandschmuck verarbeiten. Ja, Fäden, Schnüre, was dranhängen und schon hat man eine sehr schöne Dekoration für die Wand. Davor vielleicht eine Säule wie hier, auch wieder diese tollen Pure-Kerzen aus Olivenöl und daneben noch Zapfen, andere Dinge. Und schon hat man eine adventliche, weihnachtliche Still-Life-Dekoration. So, jetzt soll es aber losgehen. Ich möchte euch zeigen, wie man diesen Mauskrautkranz nun gestaltet. Und schaut mal zu, das zeige ich euch jetzt ganz genau. Als erstes werden die Tontöpfe auf dem Kranz befestigt. Und dafür drehen wir die mal auf die Vorderseite oder besser die Rückseite. Ja, und da haben wir uns was Schönes ausgedacht. Man braucht einen Nagel mit einer Unterlegscheibe, denn diese Tontöpfe haben hier ein Loch. Und dadurch kommt jetzt der Nagel. Die Scheibe verhindert, dass der Nagel durchrutscht. Und jetzt wollen wir uns 4 Beine bauen und richtig mittig in den Strohrömer hinein. Befestigt sich sehr gut. Auf die andere Seite, da sollte man, oh, Scheibe ist weg, haben wir ja noch eine. So genau vis-à-vis. So, und dann nochmal hier. Wenn man das Gefühl hat, das will nicht so richtig rein und der Daumen schmerzt vielleicht schon, dann nimmt man einfach so einen Stock und drückt nach. Manchmal ist er irgendwie im Widerstand, das ist normal. So, die Beine sitzen, hier müssen wir nochmal nachdrücken. Und jetzt drehen wir das Ganze auf die andere Seite. Da es ein Naturmaterial ist, ist es immer so, dass so ein bisschen was mal abbricht oder staubt. Aber das gehört dazu. So, jetzt haben wir schon mal einen angelupften Kranz und jetzt kommt oben drauf die Kerzenhalterung. Gleiche Technik. Jetzt wollen wir aber sehen, dass wir genau da drüber sind. Hier muss man manchmal etwas sich hineinbuddeln. Jo, das passt. Dann gehen wir wieder auf die andere Seite. Auch hier nochmal das Stückchen Holz zum Nachdrücken. Und jetzt müssen wir hier nochmal drauf gehen. Ein kleines Loch buddeln. Und nochmal hier vorne direkt. So, das haben wir. Und jetzt geht es weiter mit der Ausgestaltung der Kompaktmaterialien. Dafür haben wir uns zum Beispiel solche kleinen Regeweihe ausgesucht. Das finde ich ganz schön. Die haben wir umwickelt mit so einem Faden, denn da können wir jetzt mit einer Drahtkrampe direkt zwischengehen und haften die einfach auf den Kranz. Auch
so etwas schräg, damit es so ein bisschen runterhängt. Auch wieder das Stückchen Holz nehmen zum Reinstecken. Diese Schnur, die bewirkt auch ein bisschen so, dass es handwerklicher aussieht. Ja, auf die andere Seite kommt das andere Geweih. Ich gehe direkt auf die gegenüberliegende Seite, gleiche Technik. Da muss man auch wieder so etwas hinterhaken. Und was in der Gestaltung immer schön ist, ist eine Asymmetrie. Das heißt, hier haben wir nur eins und auf der anderen Seite legen wir dann genau das zweite Geweih. Dann ist es auch schön, wenn es vielleicht ein größeres und ein kleineres ist. Ja, dann haben wir noch andere Materialien, die kompakt sind. Und besonders schön finde ich diese Kardendisteln. Und die werden auch gebündelt. Und das zeige ich euch mal. Man nimmt auch wieder so eine Schnur wie eben, fasst dort 1, 2 zusammen und einfach ja, eine dicke, fette Bindestelle bauen. Bewusst etwas dicker auftragen, denn dadurch sieht es handwerklicher aus. Kardendisteln haben so ein paar Dornen, die habe ich vorher so entfernt. Ich zeige es euch mal jetzt, hier könnt ihr, glaube ich, besser sehen. So, der Knoten. Und ich lasse die Endstücke einfach so ein bisschen spielen. Kann ich hinterher gegebenenfalls noch abschneiden, wenn ich meine. Und jetzt wird auch hier wieder diese Drahtkampe durchgeführt. Und nun kommt hier in die Zwischenräume nochmal so die Karde. Auch so etwas schräg hängen lassen, sieht auch ganz schön. Und hier haben wir ja schon so ein paar andere vorbereitet, das geht dann so weiter. Auch da wieder das Prinzip Gruppenbildung, mal so ein paar zusammen, ein paar alleine, so wie es am besten aussieht. Ja, und da schaut einfach mal zu, das Kompakte werde ich jetzt hier befestigen. Ja, jetzt haben wir den Kranzkörper schon mal mit den kompakten Materialien gut ausgestaltet, also die Kiefer, die Clematis, hier eben diese stachelige Distel, die Kardendistel und noch die Ligusterbeeren. Alles ist etwas mehr so anliegend. Aber jetzt möchte ich gerne noch so den Raum ergreifen mit den Staudenfruchtständen, die wir gesammelt haben. Und ich zeige euch mal, was es da gibt. Hier vorne die schöne Lunaria annua, den Silbertaler, oder hier der Spierstrauch mit seinen Fruchtständen. Oder hier diese Wiesenrauke, die ist so schön brüchig gewachsen mit viel Bewegung. Ja, oder auch hier das Weidenröschen, das fängt an so ein bisschen plusterig zu werden. Also wenn ihr losgeht, werdet ihr ganz viele Sachen finden. Und die nehmen wir jetzt und stecken die uns so in diesen Kranzkörper rein, aber immer mit ein bisschen mehr Abstand, Bewegung, frei in den Raum. Und da würde ich auch sagen, einfach zuschauen.
Ja, jetzt haben wir die großen Bewegungen aus diesen Staudenfruchtständen alle eingearbeitet. Wir erfassen den Raum und dadurch wird der Kranz so richtig schön natürlich. Ja, schaut mal, so schaut er aus, von allen Seiten einigermaßen gleichmäßig dekoriert. Hier vorne ist so ein bisschen unsere Schokoladenseite mit diesen 2 Geweihen. Und dafür haben wir noch was Schönes, nämlich wir haben solche Sterne gestaltet. Auch das geht ganz einfach. Man nimmt sich solche Fertigsterngrundformen, die gibt es meistens im Set, umwickelt die wieder mit dieser Schnur oder Wolle, was auch immer. Und dann hat man so schöne, transparente Sterne, die man ja jetzt ganz geschickt da hineinarbeitet und klemmt. Vielleicht in das Hirschgeweih oder Rehgeweih, der zweite dazu. Und schon hat man so einen kleinen Hingucker, der sich aber in diese Filigranität der ganzen Stauden schön einfügt, also gar nicht dominant ist. Ja, und die Krönung sind jetzt noch die Kerzen. Die kommen jetzt direkt hier drauf. Und da kann man noch mal schauen, ob man ein bisschen was ausrichten muss. Vielleicht ist ja noch mal irgendein Topf ein bisschen schief. Und innerhalb dieses Topfes kann man auch noch etwas hin und her schieben. Und schon mal ein Tipp: Hätte man jetzt Kerzen, die nicht so genau in die Wandung des Topfes passen, dann füllt ihr einfach etwas Sand in die Töpfe ein. Und schon könnt ihr die Kerze auf den Sand stellen und es fällt nicht runter. Ja, das ist unser Kranz, ganz natürlich, mit vielen Trockenwerkstoffen, viel Bewegung. So stellen wir uns Advent, Weihnachten in diesem Jahr vor. Sehr nachhaltig, auch mit den Kerzen. Ja, und mit dieser Idee möchte ich euch gerne in den Advent schicken. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch solche Dinge umsetzt. Und wenn ihr diese Idee mögt, dann kann man den Daumen hoch machen. Das freut uns natürlich. Ihr könnt uns auch Kommentare schreiben, vielleicht habt ihr noch ein paar Tipps, paar Anregungen, einfach her damit. Und wenn euch dieser Kanal Blooms TV gefallen hat, dann könnt ihr den abonnieren. Und mit dieser Aktivierung der Glocke bekommt man immer die neuesten Filme sofort zugespielt. Gut, bleibt kreativ, bleibt auf jeden Fall gesund und wir sehen uns. Bis dann, bye bye.